Hallo Melanie, du untersuchst bei DMT Leitungswasser. Welche Art von Equipment kommt dann zum Einsatz? Also Beispiel auf jeden Fall ist hier so eine Filtriereinheit. Das heißt, vorrangig werden bei uns die Proben filtriert. Das heißt, man hat hier so einen Trichter, da wird ein Membranfilter aufgelegt, dann wird da Wasser eingefüllt und durch eine Pumpe abgesaugt. Und alles, was an Liquinellen zum Beispiel drin ist, hat eine bestimmte Größe und geht durch die Poren des Membranfilters nicht durch. Das heißt, es bleibt oben, der Membranfilter wird dann abgenommen und auf ein Nährmedium aufgebracht, bebrütet. Und wenn die Kolonien wachsen, bilden die eine Einheit und werden dann sichtbar. Und das kann man dann auszählen. Okay. Und wenn ich mich hier so umschaue, ist ja alles sehr neu und modern. Was ist das hier für ein Standard? Das ist tatsächlich noch nicht sehr alt. Wir sind vor knapp 3-4 Jahren hierher gezogen, weil das alte Gebäude abgerissen werden musste. Und damit ist alles hier neu gebaut worden. Standardmäßig ist es natürlich das, was sein muss. Das heißt, wir haben auch Auflagen natürlich. Wir sind hier in einem S2-Bereich, also Sicherheitsstufe 2. Das heißt, wir arbeiten mit Krankheitserregern, die aber eben eine gute Möglichkeit einer Therapie haben. Es gibt ja auch noch weitere. Und da müssen natürlich auch Standards eingehalten werden. Das heißt, dass der Boden halt auch entsprechend gewischt werden kann, dass halt Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, wie zum Beispiel hier, dass der Rand auch erhöht ist, dass da nichts runterlaufen kann. Okay. Und es geht deutlich über die Trinkwasseruntersuchung hinaus. Ihr macht das Thema Hygiene. Was sind da eure Aufgaben im Speziellen? Also wir untersuchen zum Beispiel auch Wasser aus Verdunstungskühlern, also aus Rückkühlwerken, die ein sehr hohes Potenzial an Legionellenkontamination tragen. Und Beispiel ist da ja Warstein zu nennen. Da gab es damals einen sehr großen Legionellenausbruch, wo viele erkrankt sind. Das erste Mal, dass in Deutschland, also 2013, sogar eine Reisewarnung für eine Region ausgesprochen wurde. Und deswegen gibt es jetzt auch die Untersuchung von Verdunstungskühlern. Aber natürlich machen wir auch noch Untersuchungen für raumlufttechnische Anlagen, wo wir die Luft untersuchen, wo wir Abklatschproben nehmen, um halt zu gucken, ob die Anlage an sich sauber ist, ob die Luft, die eingetragen wird, halt auch einfach in Ordnung ist und nicht gesundheitsschädlich. Sehr vielschichtig. Weiterbildung ist auch noch ein ganz gutes Stichwort in eine andere Richtung. Wie haltet ihr euch hier fit? Wie bleibt ihr mit eurem Wissen up to date? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten bei der DMT, sich weiterzubilden. Natürlich haben die Mitarbeiter immer die Möglichkeit, auch auf uns zuzukommen und sagen, sie hätten gerne da einfach ein bisschen mehr Informationen, möchten sich halt genau mit der Weiterbildung auch da weiterbilden. Zusätzlich bieten wir selber auch Seminare an als VDI-Schulungspartner zu den Themen, die wir natürlich selber hier auch bearbeiten, wo halt unsere Mitarbeiter auch jedes Mal immer wieder aufgefrischt werden, wenn da halt eine neue Schulung ansteht. Und ansonsten finde ich es auch sehr gut, dass bei der DMT und auch der gesamten TÜV Nord-Gruppe halt auch neben den ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten auch für die Gesundheit sehr viel getan wird. Das heißt, man kann online sich da auch anmelden für bestimmte Schulungen, um einfach da was Gutes für sich zu tun. Der Arbeitgeber macht das sich wirklich zur Aufgabe, dass der Mitarbeiter hier auch sich wohlfühlt und gesund bleibt. Wenn sich jetzt jemand hier bewerben möchte, wie sollte sein Profil aussehen? Also er muss mindestens fürs Labor einen biologisch-technischen Assistenten vorweisen. Natürlich sehr gerne mit Erfahrung in den Bereichen Trinkwasser oder Verdunstungskühler bzw. RLT-Anlagen. Auf der Technikerseite sollte er Erfahrung mitbringen und gegebenenfalls einfach eine Sanitärausbildung haben, also im Heizung- und Sanitärbereich. Seid ihr denn aktuell auf der Suche nach Verstärkung? Fürs Laborteam suchen wir tatsächlich gerade jemanden, also so schnell wie möglich. Okay. Gern. Kann ich mich auch direkt bei dir bewerben? Ja, natürlich. Wenn dieses Interview jetzt sieht und sagt, das ist mein Job, ich möchte mit Frau Wiegand zusammenarbeiten. Einfach eine Mail schreiben, Kontakt suchen, anrufen, einfach eine Bewerbung schicken, das ist kein Problem. Okay, danke Melanie. Bitteschön, hat mich gefreut.